Herzlich willkommen zurück zu einer neuen, sehr intensiven Ausgabe von Leben in Deutschland. Ich bin Hanna, eure Moderatorin, die euch durch den Dschungel der deutschen Bürokratie führt. Heute haben wir ein Thema, das buchstäblich ans Herz geht. Wir sprechen über die Momente, in denen man Angst um sein Leben hat, aber das System einem sagt: Bitte warten Sie 6 Monate. Wir sprechen über Fachärzte, über versteckte Kosten und über das finanzielle Risiko, krank zu sein. Dazu habe ich Thomas eingeladen. Hallo Hanna. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Ja, heute wird es ernst. Ich bin Thomas. Ich lebe und arbeite in Berlin. Normalerweise bin ich ein sehr ruhiger Mensch. Aber vor 3 Monaten gab es einen Moment, in dem ich wirklich Panik hatte. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Und das Schlimmste war nicht der Schmerz, sondern das Gefühl, dass mir niemand helfen will. Das ist ein schreckliches Gefühl, Thomas. Viele unserer Zuhörer kennen das. Man fühlt sich allein gelassen. Erzähl uns bitte ganz genau, wie es angefangen hat. War es ein schleichender Prozess oder kam es plötzlich? Es kam absolut plötzlich. Es war ein Dienstagabend. Ich war im Fitnessstudio, auf dem Laufband. Ich fühlte mich gut. Aber dann, ganz plötzlich, spürte ich ein scharfes Stechen in der linken Brustseite. Es war, als ob jemand eine Nadel in mein Herz sticht. Ich blieb sofort stehen. Mir wurde schwindelig. Mein linker Arm fühlte sich komisch an. Ich dachte sofort an das Schlimmste: Herzinfarkt. Ich bin 32 Jahre alt. Ich treibe Sport. Ich rauche nicht. Das kann doch nicht sein, dachte ich. Das klingt klassisch nach einer Panikattacke oder einer Verspannung. Aber in dem Moment denkt man natürlich an den Tod. Was hast du gemacht? Hast du die 112 gerufen? Ich habe kurz darüber nachgedacht. Aber dann hörte der Schmerz auf, sobald ich mich hinsetzte. Mein Puls wurde ruhiger. Ich dachte rational: Okay, wenn es ein Herzinfarkt wäre, würde es nicht aufhören. Also bin ich nach Hause gegangen. Aber die Angst blieb. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe gegoogelt. Brustschmerzen links. Das war ein Fehler. Google sagt immer, dass du stirbst. Am nächsten Morgen habe ich entschieden, ich muss zu einem Kardiologen. Ich brauche Gewissheit. Ich brauche ein EKG und einen Ultraschall. Ein sehr vernünftiger Entschluss. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber jetzt kommen wir zum deutschen Problem. Du bist gesetzlich versichert, richtig? Wie hast du versucht, einen Termin zu bekommen? Ja, ich bin bei der TK versichert. Ich habe Dr. Lip geöffnet, meinen besten Freund. Ich habe Kardiologie und Berlin eingegeben. Und dann kam der Schock. Die Liste der Ärzte war lang, aber unter jedem Namen stand etwas Deprimierendes. Nächster freier Termin 14. Juli. Nächster freier Termin 2. August. Hanna, es war Januar. Ich sollte 6 oder 7 Monate warten?
Mit Schmerzen in der Brust? Ich dachte, das System macht einen Witz. Das ist leider kein Witz. Das ist der Facharztmangel. Hast du versucht, die Praxen direkt anzurufen? Manchmal haben sie ja Termine, die nicht online stehen. Natürlich. Ich habe den ganzen Vormittag telefoniert. Ich habe 5 verschiedene Praxen angerufen. Die Antworten waren frustrierend. Eine Arzthelferin sagte, wir haben Aufnahmestopp. Eine andere sagte, wir nehmen nur Privatpatienten. Und die dritte sagte etwas, das mich wütend machte. Wenn es ein Notfall ist, gehen Sie ins Krankenhaus. Wenn Sie noch laufen und sprechen können, ist es kein Notfall. Dann müssen Sie warten. Ich fühlte mich wie ein Bürger zweiter Klasse. Ich zahle jeden Monat fast 400 € für meine Versicherung. Und wenn ich Hilfe brauche, sagt man mir, warten Sie ein halbes Jahr. Das ist das Dilemma. Du bist im sogenannten grauen Bereich. Zu gesund für die Notaufnahme. Du stirbst nicht in den nächsten 5 Minuten, aber zu krank, um 6 Monate zu warten. Viele Menschen geben an diesem Punkt auf. Sie hoffen einfach, dass es weggeht. Aber du hast nicht aufgegeben. Du hast dich an deinen Hausarzt erinnert. Ja, ich dachte mir, ich habe doch einen Hausarzt, Dr. Weber. Ich bin zu ihm gegangen. Ich saß in seinem Sprechzimmer und habe ihm meine Angst erklärt. Ich habe gesagt, Herr Doktor, ich habe Angst, dass mein Herz krank ist. Aber niemand will mich untersuchen. Dr. Weber ist ein sehr pragmatischer Mann. Er hat mich angeschaut und gesagt, Herr Müller, willkommen in der Realität. Aber es gibt einen Ausweg. Wir müssen das System austricksen. Kennen Sie das Hausarztmodell? Das Hausarztmodell. Das klingt bürokratisch, ist aber oft ein Lebensretter. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was Dr. Weber dir genau angeboten hat? Was ist dieser Vertrag? Gerne. Dr. Weber holte ein Formular heraus. Er sagte, das ist der HZV-Vertrag. Hausarztzentrierte Versorgung. Er erklärte es so. Im normalen System können Sie zu jedem Arzt rennen, wann Sie wollen. Das ist Freiheit, aber auch Chaos. Im Hausarztmodell verpflichten Sie sich, immer zuerst zu mir zu kommen. Ich bin Ihr Lotse. Ich sammle alle Berichte. Ich koordiniere alles. Wenn Sie unterschreiben, sind Sie für 1 Jahr an mich gebunden. Ich war zuerst skeptisch. Ich dachte, will ich meine Freiheit aufgeben? Aber dann erklärte er mir die Vorteile. Und die Vorteile sind nicht nur medizinisch, sondern auch organisatorisch, oder? Was hat dich überzeugt? 2 Dinge haben mich überzeugt. Erstens, er sagte, dass Patienten im Hausarztmodell oft bessere Sprechzeiten haben. Manche Praxen haben eine Abendsprechstunde nur für diese Patienten. Aber das Wichtigste war das Zweite. Er sagte, wenn Sie im Modell sind, kann ich Ihnen leichter Facharzttermine besorgen. Ich kann Sie als Hausarztvermittlungsfall markieren. Das war das Zauberwort, Vermittlungsfall. Genau, das ist der Schlüssel.
Wenn der Hausarzt sagt, es ist dringend, dann muss das System reagieren. Wie hat er das konkret gemacht? Hat er selbst beim Kardiologen angerufen? Nein, das machen sie heute kaum noch, weil sie keine Zeit haben, in Warteschleifen zu hängen. Er hat mir eine Überweisung ausgestellt. Das ist der gelbe Zettel. Aber auf diesem Zettel war ein spezieller Aufkleber. Darauf stand ein 12-stelliger Code. Er nannte das den Dringlichkeitscode oder Vermittlungscode. Er sagte, Thomas, dieser Code ist Ihr Ticket. Damit gehen Sie nicht zu Dr. Lip. Damit gehen Sie zur Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Er erklärte mir, dass der Gesetzgeber eine Regel gemacht hat. Mit diesem Code muss man mir einen Termin innerhalb von 4 Wochen geben. 4 Wochen. Das klang wie ein Traum im Vergleich zu 6 Monaten. Das ist die sogenannte TSS, Terminservicestelle. Man erreicht sie unter der Nummer 16 und 17 oder online. Viele Leute wissen nicht, dass man diesen Code braucht. Ohne Code bist du ein normaler Patient. Mit Code bist du ein VIP-Patient mit Dringlichkeit. Wie hast du den Code benutzt? Ich bin nach Hause gegangen und habe die Webseite l1617.de geöffnet. Da gibt es einen Button Terminservice. Ich habe den Code eingegeben. Das System hat meine Postleitzahl abgefragt und dann hat es gesucht. Es hat etwa 30 Sekunden gedauert. Ich hatte Angst, dass da steht, keine Termine. Aber dann Treffer. Ein Kardiologe in Berlin-Charlottenburg hatte einen Termin frei. In 5 Tagen, um 10:30 Uhr. Ich musste nicht telefonieren. Ich musste nicht betteln. Ich habe einfach auf Buchen geklickt. Ich war so erleichtert. Das ist fantastisch. Aber es gibt einen Haken, den wir erwähnen müssen. Bei der TSS kann man sich den Arzt nicht aussuchen, oder? Das stimmt. Das ist der Preis, den man zahlt. Ich konnte nicht sagen, ich will aber zu dem Arzt, der 5 Sterne auf Google hat. Oder ich will einen Arzt in meiner Straße. Das System gibt dir einen Vorschlag. Du musst ihn nehmen oder lassen. Der Arzt war in Charlottenburg. Das ist 45 Minuten Fahrt von mir. Und ich habe ihn gegoogelt. Er hatte nur 3,5 Sterne. Einige Leute schrieben, er sei unfreundlich. Ich habe kurz gezögert. Soll ich zu einem unfreundlichen Arzt gehen? Aber dann dachte ich an mein Herz. Mir ist egal, ob er nett ist. Ich will wissen, ob ich sterbe. Also habe ich den Termin bestätigt. Du bist also 5 Tage später nach Charlottenburg gefahren. Mit dem Code, mit der Überweisung und mit viel Hoffnung. Wie war die Praxis? Und wurdest du anders behandelt, weil du über die TSS kamst? Es war eine sehr moderne Praxis. Viel Glas, Designermöbel, klassische Musik im Hintergrund. An der Rezeption habe ich gesagt, ich habe einen Termin über die Terminservicestelle. Die Arzthelferin schaute kurz auf. Sie wirkte nicht begeistert. Ärzte bekommen für TSS-Patienten zwar extra Geld,
aber Sie können uns nicht planen. Wir werden dazwischen geschoben. Sie sagte, bitte nehmen Sie Platz. Es kann dauern. Aber bevor ich mich setzen durfte, legte sie mir ein Formular hin, und damit begann das nächste Drama. Die IGEL-Falle. Die IGL-Leistungen. Individuelle Gesundheitsleistungen. Das sind Leistungen, die die Krankenkasse nicht bezahlt, weil sie medizinisch nicht unbedingt notwendig sind. Ärzte verdienen daran aber sehr gut. Was wollten sie dir verkaufen? Das Formular hatte einen Titel: Erweiterte Herzdiagnostik. Die Arzthelferin sagte mit einer sehr ernsten Stimme: Der Herr Doktor empfiehlt dringend, dass wir einen Farbdoppler-Ultraschall und eine spezielle Blutanalyse machen. Das gibt Ihnen 100% Sicherheit. Die Kasse zahlt nur die Basisdiagnostik. Das hier kostet Sie 85 €. Sie hielt mir einen Kugelschreiber hin. Ich fühlte mich massiv unter Druck gesetzt. Ich hatte Angst um mein Herz. 85 € klang viel. Aber was ist Geld gegen Gesundheit? Ich wollte fast unterschreiben. Das ist psychologischer Druck. Sie nutzen die Angst der Patienten aus. Aber du hast dich an unsere Tipps erinnert, oder? Was hast du gefragt? Ich habe mich erinnert, dass man immer nach der medizinischen Notwendigkeit fragen soll. Also habe ich gefragt: Entschuldigung, ist diese Untersuchung medizinisch notwendig, um herauszufinden, warum ich Schmerzen habe? Oder ist es nur Wellness? Die Arzthelferin wurde rot. Sie stammelte ein bisschen. Na ja, notwendig. Es ist eine Ergänzung. Es ist besser, aber ohne geht es auch. Das war die Antwort, die ich brauchte. Ich habe gesagt, danke, aber ich möchte erst die Standarduntersuchung. Wenn der Arzt dann noch Fragen hat, können wir darüber reden. Sie war sauer. Sie nahm das Formular weg. Ich fühlte mich stark. Sehr gut gemacht. Man muss Nein sagen können. Und was passierte dann im Sprechzimmer? Der Arzt war sehr professionell, wenn auch etwas kühl. Er hat ein Belastungs-EKG gemacht. Ich musste auf einem Fahrrad fahren, oben ohne, mit vielen Kabeln an der Brust. Er hat meinen Blutdruck gemessen. Und dann, Hannah, passierte das Lustige. Er sagte, also das EKG ist unauffällig. Aber ich möchte sicher gehen. Ich mache jetzt einen Ultraschall. Und er hat genau den Ultraschall gemacht, den sie mir vorher verkaufen wollten. Und er hat ihn nicht berechnet. Warum? Weil er als Arzt entschieden hat, dass er es braucht. Sobald der Arzt es braucht, zahlt die Kasse. Wenn ich vorher unterschrieben hätte, hätte ich 85 € umsonst bezahlt. Das ist der Trick. Das ist ein klassisches Beispiel. Wenn es medizinisch indiziert ist, ist es Kassenleistung. Wenn du es auf Wunsch machst, ist es Privatvergnügen. Und was war das Ergebnis? Ist dein Herz gesund? Ja. Er sagte, Herr Müller, Ihr Herz ist ein Motor. Es ist stark. Die Schmerzen kommen von der Wirbelsäule. Sie sitzen zu viel und bewegen sich falsch. Ich war so erleichtert. Es war kein Herzinfarkt.
Es war nur der Rücken. Er hat mir Physiotherapie verschrieben. Ich bin aus der Praxis geschwebt. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende, denn ich war ja krankgeschrieben. Du hattest Glück mit der Diagnose, aber du hast gerade die Krankschreibung erwähnt. Das bringt uns zu einem finanziellen Thema, das viele Migranten nicht verstehen. Das Krankengeld. Wie lange warst du insgesamt krankgeschrieben? Das war das nächste Problem. Mein Hausarzt hatte mich schon 3 Wochen krankgeschrieben, weil ich so gestresst war und diese Schmerzen hatte. Dann kamen die Tage mit dem Facharzt, dann die Physiotherapie. Ich näherte mich der 6-Wochen-Marke. Ich wusste nicht, dass das gefährlich ist. Ich dachte, ich bin krank. Mein Chef zahlt mein Gehalt. Aber ein Freund warnte mich, Thomas, pass auf. Nach 6 Wochen stoppt das Gehalt. Ich bekam Panik. Ich zahle hohe Miete in Berlin. Ich brauche mein volles Gehalt. Das ist absolut korrekt. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall dauert genau 6 Wochen. 42 Tage für dieselbe Krankheit. Danach fällst du ins Krankengeld der Krankenkasse. Und das ist nicht 100%. Hast du ausgerechnet, wie viel du verlieren würdest? Ja, ich habe den Krankengeldrechner der TK benutzt. Die Regel ist kompliziert. Man bekommt 70% vom Bruttogehalt, aber maximal 90% vom Nettogehalt. Ich habe mein Gehalt eingegeben und das Ergebnis war schockierend. Mir hätten jeden Monat fast 600 Euro gefehlt. 600 Euro. Das ist mein Geld für Essen und Strom. Ich hatte plötzlich mehr Angst vor der Armut als vor dem Herzinfarkt. Ich habe meinen Hausarzt gefragt, Herr Doktor, was passiert, wenn ich länger krank bin? Er sagte, dann füllt die Kasse das Formular aus. Aber Sie müssen wissen, Krankengeld ist niedriger. Ich habe ihn fast angefleht. Kann ich wieder arbeiten? Ich wollte nicht in die Krankengeldfalle rutschen. Das verstehen viele nicht. Kranksein ist in Deutschland teuer, wenn es lange dauert. Und es gibt noch eine Bürokratiefalle, die Lücke. Wenn du krankgeschrieben bist bis Freitag und du bist immer noch krank, wann musst du zum Arzt? Das wusste ich. Man muss spätestens am nächsten Werktag, also am Montag, zum Arzt. Es darf keine Lücke geben. Wenn die Krankschreibung Freitag endet und du erst Dienstag zum Arzt gehst, verlierst du deinen Anspruch auf Krankengeld. Das System ist gnadenlos. Ich bin also am Freitag wieder zu Dr. Weber gegangen. Ich habe gesagt, mir geht es besser. Ich will arbeiten. Er hat mich gesund geschrieben. Oder besser gesagt, er hat keine neue AU, Arbeitsunfähigkeit ausgestellt. Ich war froh. Ich habe mein volles Gehalt behalten. Eine weise Entscheidung, wenn es gesundheitlich möglich ist. Also merken wir uns, 6 Wochen zahlt der Chef, danach zahlt die Kasse, aber weniger. Und keine Lücken lassen. Jetzt hast du also wieder gearbeitet. Aber du musstest sicher noch Medikamente holen für deinen Rücken, oder?
Ja, genau. Der Kardiologe und auch mein Hausarzt hatten mir Schmerzmittel und Muskelrelaxanz verschrieben. Und hier kam die letzte Hürde meiner Reise. Die Technik. Wir haben ja schon über das E-Rezept gesprochen. Aber diesmal lief es nicht glatt. Ich ging zur Apotheke. Ich gab dem Apotheker meine Gesundheitskarte. Ich fühlte mich wie ein Profi. Bitte scannen Sie das, sagte ich. Er steckte die Karte in das Gerät. Er wartete. Er seufzte. Er zog die Karte raus und steckte sie wieder rein. Oh nein. Das klingt nach dem berühmten Gematik-Server-Problem. Was hat er gesagt? Er sagte, tut mir leid, junger Mann. Das System ist down. Der zentrale Server in Berlin ist abgestürzt. Ich kann Ihr Rezept nicht abrufen. Ich sehe, dass da etwas ist, aber ich kann es nicht öffnen. Ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt. Und jetzt? Fragte ich. Muss ich zurück zum Arzt und Papier holen? Die Praxis war 45 Minuten entfernt. Ich wollte weinen. Das ist der Albtraum der Digitalisierung. Wenn das Internet weg ist, ist auch die Medizin weg. Aber es gibt einen Backup-Weg, oder? Die App. Ja, der Apotheker fragte, haben Sie die E-Rezept-App auf dem Handy? Ich sagte, ich habe sie installiert, aber ich habe sie nie benutzt, weil die Anmeldung so kompliziert war. Man braucht eine PIN von der Krankenkasse. Zum Glück hatte ich diesen Brief mit der PIN noch in meiner Tasche, weil ich ihn zur Post bringen wollte. Ich habe mich mitten in der Apotheke in der App registriert. Es hat gedauert. NFC-Scan vom Ausweis, PIN eingeben, Gesichtsscan. Die Leute in der Schlange hinter mir waren wütend. Aber nach 10 Minuten war ich drin. Respekt für deine Nerven. Und hat es funktioniert? Lief die App, obwohl der Kartenserver down war? Ja, das ist das Verrückte. Der Weg über die Gesundheitskarte war kaputt, aber der Weg über die App-Internet funktionierte. Ich hatte einen QR-Code auf dem Display. Der Apotheker scannte mein Handy. Bip. Ah, hier haben wir es. Ibuprofen 600 und Ortoton. Er gab mir die Medikamente. Ich habe gezittert vor Erleichterung. Ich habe gelernt, verlasse dich nie nur auf einen Weg. Hab immer einen Plan B. Thomas, was für eine Geschichte. Vom Herzinfarktverdacht über den Hausarztvertrag, die E-Gel-Falle bis zum Serverabsturz. Du hast wirklich das komplette Programm erlebt. Ich glaube, unsere Zuhörer sind jetzt bestens vorbereitet. Lass uns zum Schluss die wichtigsten Survival-Tipps für das Level B2 zusammenfassen. Was muss man unbedingt wissen? Hier sind meine 4 Lektionen aus der Hölle der Bürokratie. Lektion 1. Das Hausarztmodell ist kein Gefängnis. Es ist ein VIP-Club. Habt keine Angst vor dem Vertrag. Ihr bekommt einen Lotsen, der euch durch das System führt. Und nur so bekommt ihr leicht den Vermittlungscode. Lektion 2. Nutzt die Terminservicestelle TSS. Wenn ihr den Code habt,
geht auf @sechsindsie.de. Akzeptiert, dass ihr den Arzt nicht aussuchen könnt. Gesundheit ist wichtiger als Google-Bewertungen. 4 Wochen Wartezeit ist besser als 6 Monate. Lektion 3. EGL ist meistens Abzocke. Wenn euch jemand ein Formular im Wartezimmer gibt, fragt immer, ist das medizinisch notwendig für die Diagnose? Wenn die Antwort Nein oder vielleicht ist, lehnt ab. Wenn der Arzt es wirklich braucht, macht er es umsonst. Lektion 4. Vorsicht vor der Krankengeldfalle. Rechnet nach, ob ihr mit 70% Gehalt leben könnt und vermeidet Lücken bei der Krankschreibung. Geht lieber einen Tag zu früh zum Arzt als einen Tag zu spät. Fantastisch. Und ich füge noch hinzu, installiert die E-Rezept-App und besorgt die PIN von der Krankenkasse, bevor ihr krank werdet. Wenn ihr krank seid, habt ihr keine Nerven für NFC-Scans. Thomas, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Du hast gezeigt, dass man das System meistern kann, wenn man informiert ist. Danke, Hannah. Ich hoffe, niemand muss das erleben. Aber wenn doch, ihr seid nicht allein. Bleibt gesund, bewegt euch und passt auf euer Herz auf. Das war's für heute bei Leben in Deutschland. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir über das Thema Kündigungsschutz und Arbeitsrecht. Bis dahin, tschüss.